Hallo alle zusammen, ich heiße Kani. Dieses Video ist für Tag 8. Heute spreche ich über an einem Workshop teilnehmen. Ich nehme oft Workshops oder Seminaren teil, oft, weil ich dort viele Dinge lernen und neue Leute kennengelernt kann. Letzten Samstag habe ich an einem Seminar über gewaltfreie Kommunikation teilgenommen. Ich habe schon einmal an diesem Seminar teilgenommen. Der letzte Samstag war nur eine Wiederholung für mich, weil ich gewaltfreie Kommunikation üben möchte. Es gab da dasselbe Material, dieselbe Seminarleiterin, aber andere Teilnehmer. Die Seminarleiterin ist eine Freundin von mir. Sie hat gewaltfreie Kommunikation 1 oder 2 Jahre lang gelernt und geübt. Jetzt unterrichtet sie es. Sie ist die einzige Person, die gewaltfreie Kommunikation auf Vietnamesisch unterrichtet. Ich kann gut verstehen, was sie unterrichtet. Ich kann das Material gut verstehen. Deswegen denke ich, die Übersetzungen der Begriffe sind adäquat. Wir haben darüber gesprochen, welche Erfahrungen wir mit Gewalt haben, weil der letzte Samstag nur der erste Tag eines dreitägigen Seminars war, haben wir einige Übungen gemacht, aber sie waren nicht so intensiv. Wir haben ein bisschen über Bedürfnisse gelernt. Es gibt viele Konflikte und Streit zwischen uns. Unsere Familie und Freunde sind sehr wichtig, aber wir wissen nicht, wie wir uns gegenseitig gut behandeln sollen. Gewaltfreie Kommunikation von Marcel Rosenberg ist ein guter Weg, um besser zu kommunizieren und um Konflikte zu entschärfen. Letztendlich führt gewaltfreie Kommunikation zu besseren menschlichen Bindungen. Ohne Bindung können wir nicht kommunizieren. So, bis dann.